Kennst du das auch? Selbst nach der Glasreinigung ist die Scheibe nicht komplett klar. Woran das liegt und wie man das beheben kann, wollen wir heute mal zeigen. Die Glasreinigung ist immer schnell gemacht. Wir brauchen Glasreiniger, ein paar Glastücher, wischen ein paar Mal drüber. Das Problem ist irgendwann und auch bei älteren Autos, gerade wenn vielleicht Kundenautos reinkommen, reicht das eben nicht mehr aus, um alle Anhaftungen zu beseitigen. Was ich meine, will ich jetzt gleich mal hier drüben zeigen und wie wir es dann beseitigen mit der Glaspolitur zeigen wir danach. Wir gehen jetzt erstmal rüber zu dem wunderschönen Golf 3, machen mal eine ganz normale Scheibenreinigung und dann zeige ich mal, wovon ich spreche. Ja, Vorteil bei älteren Autos, man kann die Scheibenwischer noch abklappen und dann sehen wir halt hier natürlich typische sandige Verschmutzungen. Im Idealfall werden Außenscheiben natürlich bei einer Wäsche gereinigt, damit wir den Sand hier runterkriegen. Weil auch wenn Glas hart ist, muss man ja keine Kratzer riskieren. Die Scheibe hat jetzt schon genug, von daher ist es nicht so schlimm und ist mein Auto, von daher darf ich das jetzt hier mal. Und wir sparen uns jetzt einfach mal die Wäsche und sprühen einfach mal satt Glasreiniger drauf. Gehen mit einem Tuch vor. Noch richtig schön hier unten in die Kante reinreinigen. Und fürs Erste ist die Scheibe jetzt sauber. Ne, möchte man meinen, man hat Durchblick. Klar, von innen ist sie noch nicht sauber. Das mache ich nochmal schnell, damit man es einfach besser sieht. Bis gleich. Wenn ihr wissen wollt, wie man Scheiben von innen richtig reinigt, wir blenden euch mal das Video ein. Die Scheibe sieht erstmal sauber aus. Wenn du jetzt hier genau hinguckst, siehst du, dass wir starke Oxidation haben. Einfach wenn der Scheibenwischer lange da aufliegt und sich dann Dreck dort lange sammelt, dann frisst er die Scheibe so leicht an. Genauso wie hier im unteren Bereich. Da kann man zwei Dinge machen. Bei einer Wäsche mit einem relativ alkalischen Produkt einmal rangehen, versuchen die durch Wegätzen im Endeffekt zu lösen oder auch mit einem stark sauren Produkt. Oder im Rahmen der Scheibenpolitur zu entfernen. Denn ich zeige jetzt auch noch mal was. Ich nehme jetzt im Endeffekt einen Kontrollspray, also einen Entfetter auf Alkoholbasis, Isopropanolbasis, der fein zerstäubt. Warum? Durch die Oberflächenspannung wird sich jetzt mir hier gleich schön Schmutz auf der Scheibe zeigen. Gerade wenn ich den so ganz leicht aufsprühe, dann sieht man schön, was hier alles noch für Reste auf der Scheibe sind. Man kann es hier zumindest in echt gut sehen. Ich hoffe, Mo kriegt das gut eingefangen. Man sieht halt hier wirklich überall Rückstände, obwohl die Scheibe wirklich geputzt ist und noch sauber ist. Das sind einfach Anlagerungen und Anhaftungen, die da drauf bleiben. Und um die wirklich zu entfernen, müssen wir eben die Scheibe polieren. Genau darum soll es heute gehen, nämlich der Scheibenreinigung intensiv durch die Scheibenpolitur. Wie gesagt, mit dem Ziel der Entfernung von Schmutz. Wir werden auch die Mitte einmal abkleben, um zu schauen, ob wir auch Kratzer ein bisschen reduzieren. Aber das ist jetzt nicht der Fokus. Also ich bereite mal die Scheibe vor und dann geht's los. Bevor wir jetzt anfangen, kleben wir uns hier unten die Kante ab, weil wir wollen natürlich bis an die Kante rangehen. Es kann nachher sein, dass ich das Klebeband noch mal entfernen muss, um wirklich den letzten Rest wegzubekommen. Das muss man sich dann aber anschauen. Aber jetzt, wo ich mit der Maschine arbeite, will ich das schon einmal abgeklebt haben, damit ich mir nicht noch mehr Arbeit durch Polierreste mache, gerade wenn ich jetzt hier danach nicht noch mal großartig waschen will. Wenn du dich jetzt fragst, warum brauchen wir denn eine Glaspolitur? Kann ich dafür nicht eine Cutting, Finishing, Medium nehmen? Kannst du. Der große Vorteil an der Glaspolitur ist im Endeffekt, dass einfach härtere Partikel eingesetzt werden können, die nicht so schnell brechen, weil Glas eben so ein hartes Material ist und man dadurch einfach viel effektiver und auch viel schneller arbeiten kann. Mit einer normalen Politur funktioniert auch, dauert nur viel länger, weil durch das harte Material, das Glas, das Aluminiumoxid in der Politur, was ja oder woraus ja die Schleifkörner bestehen, einfach zu schnell bricht. Deswegen lieber eine spezielle Glaspolitur, dann geht es einfach viel einfacher und schneller. Der Klassiker bei der Glaspolitur ist ein sogenanntes Filzpad, also ein sehr hartes, kurzfälliges Pad, will ich mal sagen. Hat den Vorteil, dass man eventuell noch ein paar Kratzer entfernen könnte. Ist jetzt hier nicht der Fokus, da bin ich ein bisschen kritisch beim Kratzer entfernen, zumindest wenn es gezielt passiert. Wäre ich sehr vorsichtig. Ich nehme lieber ein Mikrofaserpad, einfach weil mein Ziel ist, Dreck runterzunehmen. Das heißt, ich nehme eine Faser, die viel Dreck aufnehmen kann, die viel Politur aufnehmen kann, die eine große Oberfläche hat, sodass ich wirklich schnell zum Ziel komme. Benutze hier auch eine Exzenterpoliermaschine, einfach weil ich Spritzen vermeiden will und gebe jetzt hier eine großzügige Menge Politur drauf. Man kann muss sich mit der Menge mal ein bisschen rantasten. Man sieht ja, wenn es zu wenig wird, dass es kein geschlossener Polierfilm ist, macht man ein bisschen mehr. Ich mache jetzt erstmal so viel, werde erstmal die Hälfte der Scheibe sozusagen auftupfen und dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt die Maschine nochmal ausgemacht, denn hier sieht man schön, was ich meine. Das ist diese Oxidation, die sich auf dem Glas bildet, durch irgendwelchen Schmutz, der sich da ablagert und anhaftet. Den wollen wir jetzt beseitigen, um wirklich eine perfekt saubere Scheibe zu bekommen.
2 Kreuzstriche reichen da wirklich schon aus. Von der Geschwindigkeit kommt es echt auf die Maschine an. Es geht da wirklich nicht um die brachiale Power, sondern so, dass die Maschine gut läuft und die Politur nicht spritzt. Ich war jetzt so 4, 5 Mal ein bisschen höher. Hier im unteren Bereich muss ich noch mal gucken, da müssen wir sicher noch mal von Hand nacharbeiten. Auch so in den Kanten, da kommt man einfach nicht so gut ran. Wie gesagt, ich werde jetzt noch mal von Hand die Bereiche nacharbeiten mit Mikrofasertuch, die ich jetzt offensichtlich sehe, wo ich nicht rangekommen bin. Danach wischen wir die Politur ab, gucken uns mal an, wie es aussieht und dann überlegen wir oder werden wir sehen, ob wir irgendwo noch mal drauf müssen. Wir arbeiten jetzt erstmal von Hand, nehmen dafür auch einfach ein bisschen Glaspolitur auf dem Mikrofasertuch und polieren die Ecken durch. Gerade hier unten an der Kante komme ich wirklich relativ schlecht auch von Hand mit meinem Tuch ran. Deswegen nehme ich mir jetzt ein kleines Mikrofaserpad, weil ich da wirklich halt besser Druck drauf geben kann. Ich komme mit den Fasern bis in die Ecke. Das geht deutlich besser. Und komme dann wirklich bis an den Kunststoffrand. Und was noch dazu kommt, die Fasern sind einfach eben fürs Polieren ausgelegt und dadurch ein bisschen abrasiver, haben ja, mehr Reibung und wirken dadurch einfach noch deutlich effektiver. Wie gesagt, man kann jetzt hier auch noch einen Mini-Polierer nehmen und den rotativ ranfahren oder auch mit der Exzenter, mit dem 30er, 50er, 70er Teller. Das geht mit Sicherheit alles. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einfach die schnellste Variante genommen. Und das funktioniert auch so. Wenn ich jetzt irgendwas hier nicht wegkriegen würde von Hand, würde ich bestimmt auch noch mal eine Poliermaschine zur Hilfe nehmen. Aber das werden wir gleich sehen. Jetzt gerade hier im Kantenbereich nehme ich dann hier doch lieber den Roteraufsatz, damit ich eben nicht diesen dauerhaften Exzenteraufschlag habe. Würde mit Sicherheit hier nichts kaputt machen, ist mir einfach lieber. Politur schön verteilen, damit es gleich nicht so spritzt und gleich beim Anmachen. Die wird jetzt auf Stufe 3 sein, weil sie jetzt letztens mit der Exzenter benutzt wurde, gleich runter auf 1. Sonst gibt es hier gleich ein Massaker. Jetzt nehmen wir es erstmal einmal grob ab. Kann man jetzt Isopropanol, Glasreiniger, was auch immer nehmen, ist ja eine Scheibe. Wischen einmal ab und gucken mal, ob wir irgendwo noch Oxidation haben. Und wenn wir glauben, dass es soweit schon mal ganz gut aussieht, dann können wir das Klebeband abnehmen und nochmal final kontrollieren. Aber gerade jetzt bei der ersten Kontrolle will ich jetzt erstmal schauen, ob das soweit gereicht hat. Ob ich jetzt irgendwo noch was sehe. Also gerade hier unten sieht man, diese große Oxidation vom Scheibenwischer ist weg. Das wird mir schon mal zeigen, dass der Rest mit Sicherheit auch weg ist. Schauen wir uns gleich an. Bevor wir jetzt hier groß mit Entfetter drauf gehen und das kontrollieren, arbeite ich einmal noch mal die Kante nach. Ist wirklich jetzt Detailing, weil da ist noch ein Millimeter Rand. Da gehen wir noch mal nach und dann machen wir weiter. Perfekt, damit bin ich jetzt zufrieden. Ich mache jetzt mal noch mal den Check und sehe, dass wir noch Kratzer haben. Die können wir, wie gesagt, nicht beseitigen. Aber wir haben nicht mehr diese Punkte. Ich wische auch gleich mal drüber, dann müsste man es wieder ganz gut sehen. Ja, wir haben eine schön gleichmäßige Oberfläche. Das heißt, wir haben keine Anhaftungen mehr drauf und genau das war das Ziel, die Scheibe von Anhaftungen zu befreien. Ich zeige dir jetzt gleich nochmal, wie man hier oben in so eine Ecken reinkommt, um die besser polieren zu können, gerade wenn man nicht mit so einer Minimaschine die Möglichkeit hat oder auch die Kante nochmal gut polieren kann. Das zeige ich dir noch. Liebe Grüße an Paul, dieser Kunststoffrakel hat uns schon oft weitergebracht. In dem Fall gebe ich einfach ein bisschen Politur mit dem, das war ein bisschen viel, machen wir mal ein bisschen auf die Scheibe, mit dem Finger hier in die Ecke rein, weil ich einfach dann da gleich mit dem Rakel nicht so gut rankomme. Lege mir ein Tuch um den Rakel und kann dann jetzt hier wirklich schön gezielt in die Kanten arbeiten. So bis ins letzte Detail sozusagen hier polieren. Auch hier siehst du, glaube ich, jetzt perfekt den Vergleich. Ich meine, in der Mitte klebte natürlich Klebeband, aber auch hier den Unterschied zwischen der polierten Scheibe und der nicht polierten Scheibe einfach in der Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Wir entfetten jetzt nochmal die komplette Scheibe, damit die Scheibe wenigstens sauber ist und dann gucken wir uns das alles nochmal an. Jetzt wollen wir auch mal schauen, ob es einen Unterschied gibt, wenn hier Wasser drauf kommt, nämlich im Regenfall und auf der polierten Scheibe. Man sieht auch wirklich jetzt hier super die Kante, ne?
Wenn man hier so rübernebelt, sieht man schön die Kante, wo poliert wurde und wo nicht poliert wurde. Und wir haben eine schöne Wasserlache, was wir ja für einen Scheibenwischer wollen. Das ist ja Sinn, oder so sind der Scheibenwischer ausgelegt, dass ich einen schön geschlossenen Film habe, durch den eben das Wasser weggeschoben werden kann. Und hier drüben sehen wir, dass sich dieser Film nicht wirklich bildet, sondern sich auf der Oberfläche einfach, ja, weiß ich nicht, ein Wasserteppich mit verschiedenen Rinnsalen bildet, sodass man einfach nicht diesen schönen Film hat und nicht diese klare Durchsicht. Und wenn du jetzt deine Scheibe versiegeln willst, kannst du dir, glaube ich, gut vorstellen, auf welcher Seite die Versiegelung besser funktioniert, auf der rechten oder auf der linken. Ich denke ganz klar die linke. Deswegen auch Scheibe polieren zum Vorbereiten für die Versiegelung oder aber zum gründlichen Reinigen. Wir machen das regelmäßig bei Fahrzeugen, wenn wir sehen, die haben diese Ränder. Du hast gesehen, die gehen wunderbar weg. Auch die Oxidation am Scheibenwischer ging super weg. Von daher einfach eine hochwertige Aufbereitung. Gehört für mich auch immer eine hochwertige Scheibe dazu. Und auch hier wieder mal ein ganz wichtiger Punkt, nämlich diesmal nicht nur die Optik, die zählt, sondern der Sicherheitsfaktor. Bei einem geschlossenen Wasserteppich, bei einem Sprühregen, bei einem Regen kann der Scheibenwischer gut arbeiten und selbst durch den Wasserteppich konnte ich gut sehen. Im Gegensatz zur anderen Scheibe, auch wenn man hier rüberfasst, die ist einfach viel rauer, da bilden sich dann irgendwelche kleinen Sprühnebel, einzelne Wasserpfützen, sodass man einfach viel schlechter sieht. Der Scheibenwischer vielleicht rattert und springt und nicht so effektiv arbeitet, deswegen das Thema auch definitiv ein Sicherheitsaspekt. Ansonsten alle verwendeten Produkte findest du wieder unten. Mach dir einfach mal die Mühe, auf die Videobeschreibung zu klicken und dir es durchzulesen. Abonniere gerne den Kanal, wenn es dir gefallen hat und gib einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!